Von selbstfahrenden Autos über personalisierte Empfehlungen bis hin zu Chatbots, die mit uns sprechen, virtuelle Assistenten und automatische Entscheidungsprozesse. Sie ist überall, wie aus einem Science-Fiction-Buch. Es geht um die KI. Herzlich willkommen zu SciencePod, dem Podcast, wo Wissenschaft auf Gesellschaft trifft. Der Podcast des Comlabs Transformer Mannheim. Wir sind Büschra und Sebastian. Ich bin Büschra, Studentin an der Hochschule Mannheim, Fakultät für Gestaltung und studiere Kommunikationsdesign. Ich bin Sebastian, studiere Medizintechnik und bin auch an der Hochschule an der Fakultät für Informationstechnik. Büschra und ich werden euch durch die heutige SciencePod-Folge leiten. Es ist echt beeindruckend, wie schnell sich die Technologie weiterentwickelt und wie stark sie unseren Alltag beeinflussen kann. Und die Zukunft ist definitiv jetzt. Das wirft natürlich eine Vielzahl von Fragen auf und lässt uns über die Rolle der KI bezüglich unserer Karriere und der Zukunft nachdenken. Darum macht es Sinn, einen Blick darauf zu werfen, wie präsent ist KI eigentlich? Wir freuen uns, heute einen ganz besonderen Gast da zu haben, der uns hoffentlich Klarheit in diesem Thema schafft. Hallo, Herr Stuckenschmidt. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Heiner. Ich komme jetzt von der Universität Mannheim, also sozusagen die andere größere Hochschule hier in Mannheim. Und ich mache da seit jetzt fast 20 Jahren Künstliche Intelligenz. Also ich habe den Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz an der Universität Mannheim inne. Und wir forschen da an allen möglichen Themen rund um KI-Methoden und Anwendungen. Und ich freue mich, dass wir da heute drüber sprechen können hier. Dankeschön, wir freuen uns auch. Danke, dass du da bist. Wir wollen mal anfangen mit einer Icebreaker-Frage. Und zwar, wenn die KI plötzlich eine neue Fähigkeit entwickeln könnte, welche würdest du, egal ob sie Sinn macht oder nicht, welche würdest du dir am meisten wünschen und was würdest du denken, inwiefern wird es die Forschung dann auch beeinflussen? Ich glaube aktuell, wenn ich wirklich mir was wünschen könnte, dann hätte ich gerne KI, die KI-generierte Inhalte erkennen kann. Und zwar sicher, sodass man wirklich weiß, ein Bild, ein Video, ein Text, hat das ein Mensch geschrieben oder erstellt oder war es eine KI? Weil ich glaube, das ist aktuell gerade ein ziemlich großes Problem, in das wir da reinlaufen, dass viele Menschen nicht mehr unterscheiden können, ist irgendwas KI generiert oder ist es natürlich generiert. Das ist auch ihr hattet ja gefragt nach der Wissenschaft. Es wird tatsächlich auch in der Forschung ein Problem. Also es gibt schon die ersten Einreichungen, wissenschaftliche Papiere, die halt größtenteils generiert sind von der KI. Und das merkt man nicht immer. Also das ist eine große Diskussion. Wenn man da eine Lösung hätte, würde sowohl für Studium als auch für Forschung, glaube ich, ein Riesenschritt sein. Heiner, du bist ja ein richtiger Experte. Wer oder was ist KI? Kannst du uns das noch mal kurz erläutern? Ja, was ist KI? Das ist natürlich was ich schon seit sehr langer Zeit häufig gefragt werde. Ja. Ich glaube, das Problem ist, dass da aktuell so was Mythisches drum entsteht. Also die einen sagen, KI bringt uns alle um, die anderen sagen, das ist die Zukunft, wir müssen nicht mehr arbeiten und so weiter. Und da fehlt häufig so ein etwas nüchterner, realistischer Blick. Und da kann man sich tatsächlich daran festhalten, was eigentlich auch zu Beginn der KI mal so definiert wurde als Ziel, sage ich mal. Das hat sich ein bisschen geändert, es gibt verschiedene Sichtweisen darauf. Ursprünglich war ja mal die Idee dieses sogenannten Turing-Tests, ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, das ist die Idee eines Tests, mit dem man rausfinden kann, ob man mit einer KI spricht oder mit einem Menschen. Und die Idee ist, dass man sitzt in einem Raum mit einem Terminal, wo man was eintippen kann. Und im nächsten Raum sitzt entweder ein Mensch an dem Terminal, der einem antwortet, oder eine KI, die einem automatisch antwortet. Und die Definition, diese ursprüngliche, war jetzt, es ist KI, wenn man nicht weiß, ob es ein Mensch oder eine KI ist. Und das ist aber jetzt so die Definition eigentlich so einer starken KI. Ja, so eine KI, die menschenähnlich ist, die man nicht von einem Mensch unterscheiden kann. Und jetzt ChatGPT ist ja sozusagen die Anwendung, über die alle sprechen. Und ich glaube, ein Aspekt, warum das jetzt so hip ist, so bekannt, warum alle drüber reden, ist, dass das natürlich eigentlich exakt sozusagen die Implementierung dieser ursprünglichen KI-Idee ist, dass man mit einer KI sprechen kann, man weiß nicht, ist es Mensch, ist es Maschine. Es gibt jetzt aber auch sozusagen etwas pragmatischere Definitionen von KI
Und da gibt es eine ganz gute Unterscheidung, halt diese starke und die schwache KI. Also die starke KI ist wirklich die versucht, menschliches Denken nachzubauen. Das wird häufig auch assoziiert mit neuronalen Netzen, weil man da jetzt sozusagen nicht nur versucht, das Verhalten zu spiegeln im Computer, sondern auch versucht sozusagen die Methode, wie gedacht wird, indem man das Gehirn nachbaut. Also ich persönlich bin eigentlich eher Anhänger von dieser Definition einer schwachen KI, die jetzt eigentlich darauf beschränkt, dass man sagt, das ist ein Computerprogramm, das Aufgaben lösen kann, die man typischerweise mit Intelligenz verbinden würde. Ja, wo man sagt, wenn ein Mensch das kann, dann muss er intelligent sein. Und wenn man jetzt ein Computerprogramm hat, das solche Aufgaben lösen kann, das würde mir jetzt reichen als Definition von KI. Also bestes Beispiel ist Schachspielen. Ja, also Schachcomputer ist eine ganz klassische Anwendung. Schon seit den 50er Jahren gibt es KI, die Schach spielen. Und das ist so ein Beispiel, die machen das jetzt nicht wie ein Mensch, sondern gerade am Anfang nicht. Okay, es führt jetzt zu weit, das zu diskutieren. Da gab es auch ganz interessante Paper, jetzt Jahrzehnte später. Aber das ist ein typisches Beispiel von Programmen, die es schon lange gibt, die eine Aufgabe erfüllen können, die man typischerweise mit Intelligenz verbinden würde, aber die es ganz anders machen, als der Mensch es macht. Das heißt, es gibt doch Deep Blue, das ist doch einer von den Computern. Der wäre jetzt nach der Definition KI. Genau, und das ist jetzt schon dieser nächste Schritt, der es ja zum ersten Mal geschafft hat, den Menschen zu schlagen, indem sie jetzt nicht nur, also die ursprünglichen Programme, die suchen einfach in so einem Suchraum, die gehen alle möglichen Züge durch, also nicht alle möglichen, sondern nur die einem noch einen Vorteil bringen können. Und das machen sie in bestimmte Tiefe und je mehr man rechnet, desto besser wird man. Und Deep Blue ist jetzt der erste, der ein bisschen darüber hinausgeht und auch sozusagen so eine Art Mustererkennung mit eingebaut, dass man bestimmte Stellungen wiedererkennt und dann halt vorgefertigte Programme ablaufen, was man macht, wenn die Stellung so aussieht. Das war sozusagen der Clou. Also das war aber alles noch vor Deep Learning in dem Sinne, wie wir es heute machen. Apropos Deep Learning, nachdem wir uns jetzt mit der Definition von KI auseinandergesetzt haben, ich merke immer mehr, wie das Thema KI an Relevanz gewinnt, vor allem in der Gesellschaft. Und ich merke auch, dass die Gesellschaft mit Begriffen, also mit so einem Begriffschaos wie Machine Learning, Deep Learning, Generative AI konfrontiert wird. Kann man das ein bisschen abgrenzen oder kannst du uns da vielleicht so einen Überblick verschaffen? Ja, also die wichtigste Message ist eigentlich, also KI ist viel mehr als Machine Learning. Ja, es ist heutzutage, wenn irgendwo in einer Zeitung KI steht, dann meinen die eigentlich immer Machine Learning. Also wenn man sich mal jetzt das Standardlehrbuch für künstliche Intelligenz anguckt, also da gibt es eins, das ist wirklich so das Werk, das wird eigentlich an allen wichtigen Universitäten in der Welt, ist das Lehrbuch, das benutzt wird. Das erste Kapitel ist erst Kapitel 19, ist das erste, wo es überhaupt über Daten geht und Machine Learning. Also es gibt da noch viel mehr. Also die Grundlage von KI ist eigentlich, dass ich in einem Lösungsraum suche. Also ich formuliere mein Problem so, dass ich es als Ziel definiere in einem Lösungsraum. Und beim Machine Learning ist es eigentlich genauso. Da sucht man halt das Modell, das die Daten am besten beschreibt. Ja, und das halt jedes mögliche Machine Learning Modell ist eigentlich nur eine Lösung in diesem Suchraum. Und das ist eigentlich so die Grundlage für alle Methoden in der KI. Ob das jetzt irgendwie Tic-Tac-Toe ist oder ChatGPT, das ist erstmal egal. Ja? Es geht erstmal darum, wie suche ich eigentlich in einem Lösungsraum. Und darauf aufsetzen gibt es dann halt viele Anwendungen auch erstmal, die jetzt nicht speziell sich mit Lernen beschäftigen. Also es gibt einen großen Bereich der Wissensrepräsentation. Wie schreibe ich eigentlich Wissen, was ein Experte hat oder was in Büchern steht? Wie schreibe ich das so auf, dass eine Maschine das verarbeiten kann? Das ist ein großer Bereich. Es gibt jetzt spezielle Problemlösungsmethoden, zum Beispiel für Planung. Wenn ich einen Plan erstellen will, also ich weiß das Ziel, ich weiß, welche Handlung ich ausführen kann. Es gibt sowas wie Constraint Satisfaction, ist ein großer Bereich. Also ich will Parameter finden von einem System und ich habe bestimmte Gleichungen, die mir sagen, welche Kombinationen nicht gehen. Wie ich das finde, es gibt einen großen Bereich, also der ganzen probabilistischen Wissensverarbeitung, also wie man mit unsicherem Wissen umgeht, also Wahrscheinlichkeitstheorie, Probabilistic Graphical Models, das sind so spezielle Strukturen, mit denen man halt sehr gut auch Expertenwissen in so ein probabilistisches Modell überführen kann. Das gehört alles zur KI. Aber sozusagen der Teil, der jetzt gerade besonders stark im Fokus ist, sprechen wir vielleicht gleich auch noch drüber, warum das so ist, aber ist halt wie finde ich jetzt ein Modell, das meine Daten möglichst exakt beschreibt, sodass ich, wenn ich neue Daten bekomme,
die auswerten kann. Und du hast ja speziell gefragt nach Machine Learning, Deep Learning, Generative AI, kann ich vielleicht noch 2 Sätze zu sagen. Also Machine Learning ist eigentlich der Oberbegriff. Dann gibt es Deep Learning, ist eine spezielle Form von neuronalen Netzen. Also auch neuronale Netze gibt es schon sehr viel länger als Deep Learning. Nur typischerweise waren die sehr klein und haben immer nur sozusagen, ja, es gibt ja so Layer in einem neuronalen Netz, wo man Layer von Neuronen hat, wo dann Informationen durchpropagiert werden und man steckt vorne Zahlen rein, hinten kommen andere Zahlen raus. Und lange Zeit konnte man halt das nur lernen, wenn es relativ wenige Layer gab in der Mitte. Ja, wenn man mehr Layer gemacht hat, dann haben die Modelle einfach nicht gelernt. Und das war jetzt der Schritt zum Deep Learning, dass man sich spezielle Lernverfahren erforscht hat. Und dadurch hat man eine sehr viel bessere Möglichkeit, auch viel komplexere Zusammenhänge zu lernen. Und das ist also Deep Learning. Und ein Teilbereich von Deep Learning ist die Generative AI. Da ist jetzt sozusagen also klassische Probleme, die man mit Machine Learning löst, ist halt sowas wie Klassifikation. Man zeigt dem Bild und er sagt Hund oder Katze. Ja, das wäre Klassifikation. Oder Regression, dass man einen bestimmten Wert vorhersagt. Ich gebe vielleicht rein, wie viele Autos hier am Fenster vorbeifahren und ich frage ihn, wie viele Autos werden in einer halben Stunde hier vorbeifahren. Ja, oder wie viele Autos fahren da hinten über die Brücke. Ja, das wäre Regression. Und jetzt dieses Generative AI, das ist jetzt nochmal der nächste Schritt, dass man nicht einfach nur Ja, Nein oder eine Zahl ausgibt, sondern dass man wirklich Inhalte generiert. Ja, und das ist jetzt sozusagen noch ein Schritt mehr, dass der Output komplex ist, dass es ein Text ist oder ein Bild oder sogar ein Video neuerdings. Das ist auch wieder ein Spezialfall von Deep Learning. Wie würdest du die Rolle der KI in der heutigen Gesellschaft beschreiben und welche Chancen oder Herausforderungen siehst du in der KI? Ja, also wir sind ja, glaube ich, gerade an so einer Situation, wo große Unsicherheit herrscht, ja, was das jetzt eigentlich bedeutet, diese neuen Möglichkeiten. Und ja, es gibt die eine Richtung, es gibt Chancen, es gibt große Chancen. Wir diskutieren viel über Fachkräftemangel. Das ist ein Riesenproblem, gerade in Deutschland als relativ alte Gesellschaft, was auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Wirtschaft und letztendlich auf unseren Wohlstand haben wird, wenn wir nicht genug Fachkräfte haben und uns weigern, endlich genug aus dem Ausland zu holen. Ja, dann wird dieser Mangel halt bestehen bleiben. Und da kann KI natürlich jetzt helfen. Und zwar, da ist jetzt auch diese generative KI ist da, glaube ich, auch ein großer Schritt, weil bisher war die Anwendung von so KI-Methoden eigentlich beschränkt auf so relativ einfache Automatisierungstechniken. Ja. Zum Beispiel die Steuerung von einer Waschmaschine, da gab es schon mal welche, wo so ein kleines neuronales Netz drin ist, die dann immer die richtige Menge an Spülmittel immer dazu gibt oder die richtige Menge an Wasser bestimmt, die reinkommt. Und das war alles immer sehr kleinteilig und eher so in Aufgaben, die jetzt nicht so sehr in diesem White-Color-Bereich waren, ne? wo man hauptsächlich mit Inhalten arbeitet. Und das ändert sich jetzt. Ne? Jetzt gehen wir den Schritt sozusagen aus der Industrie raus zu den Wissensarbeitern. Und jetzt haben wir da eine Möglichkeit, auch KI zu benutzen zur Unterstützung. Also in Redaktionen, das muss ich glaube ich nicht erklären, wie das geht, für Gestaltung, ja, Architektur und die Liste kann man beliebig fortsetzen. Also da gibt es eine große Chance, dass man jetzt auch in diesem weichen Bereich, wo es um Inhaltserstellung geht, der natürlich immer wichtiger wird. Wir gehen ja immer mehr weg von sozusagen harter Industriearbeit, immer mehr in Richtung Wissensarbeit. Und da gibt es jetzt viel mehr Möglichkeiten, auch zu automatisieren und auch den Fachkräftemangel zu kompensieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Risiken. Und da will ich jetzt gar nicht nennen, diese Angst, ja, wir werden alle arbeitslos. Ich glaube, das ist kein Problem. Da habe ich ja gerade gesagt, unser Problem ist der Fachkräftemangel und nicht, dass wir zu viele Arbeitslose haben. Das Problem ist aber, und deswegen hatte ich auch am Anfang gesagt, ich würde mir wünschen, eine KI, die erkennt, was KI generiert ist und was nicht. Weil diese Möglichkeiten, die können natürlich falsch eingesetzt werden und sie können auch sogar missbraucht werden. Ja, also falsch eingesetzt ist, ich nehme mal ein Beispiel aus meinem eigenen Umfeld. Ich hatte auch schon die Publikationen erwähnt, aber das sieht man natürlich vor allen Dingen im Studium. Ja, wenn jetzt Studenten denken, sie müssen kein Buch mehr lesen, sondern es reicht, sich mit ChatGPT zu unterhalten und dann wird das schon was.
mit dem Studium. Das ist ein Riesenproblem, glaube ich. Und das sehen wir auch, dass da Leute, die sozusagen diese Möglichkeiten falsch nutzen, dass die Probleme kriegen. Ja, und Missbrauch ist auch relativ klar. Wir hatten gerade Wahlen letzte Woche. Ne? Also Falschinformation ist ein Riesenproblem. Ich habe jetzt die Möglichkeit, irgendwie das Internet zu fluten mit falschen Informationen, die in meine Story passen. Und es ist für viele Leute nicht nachvollziehbar oder ja jetzt schon nicht mehr nachvollziehbar, was ist echt und was ist einfach Fake News, die generiert wurden. Das war früher natürlich auch schon möglich, aber da war es immerhin noch jede Menge Aufwand, so eine Desinformationskampagne zu fahren. Deswegen konnten das halt nur bestimmte Player machen. Das war auch nicht gut, aber heutzutage kann das eigentlich jeder. Ja, Botting ist so einfach geworden. Also man sieht es ja auch zum Beispiel Social Media. Sehr viele nehmen ja auch aus Social Media halt eben den Inhalt. Du hast ja selber auch so Wahlen angesprochen, auch speziell auch Wahlkampf. Da kann speziell Botting in irgendwelchen Kommentarsektionen von Beiträgen ja auch absolut zu Falschinformationen, Verbreitung führen. Genau, und das trifft auch jetzt in der Phase gerade auf eine Situation, wo auch noch viele, also Politiker, Parteien, aber auch andere Menschen immer noch mit Social Media an sich als Phänomen kämpfen. Ich glaube sogar durch KI generierte Bilder wurden auch im Wahlkampf verwendet. Also das nimmt schon sehr interessantes Ausmaß an. Ja. In dem Sinne würde ich zur nächsten Frage rübergehen. Gibt es ein Land, das KI fortschrittlich ganz weit vorne steht und könntest du dir vorstellen, vielleicht dorthin zu ziehen, um gegebenenfalls aktuelle Forschungen voranzutreiben oder generell dort zu leben? Also wenn wir jetzt gerade in Richtung von diesem Deep Learning und datenbasierter KI sprechen, da ist es natürlich relativ klar, dass da die USA und China, dass halt da die Ideen über Nutzung von Daten ganz andere sind als bei uns. Ja, also sowas wie Datenschutz gibt es da in der Form nicht, die wir hier kennen. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist einfach eine Tatsache, dass dadurch, dass einfach ganz andere Daten zur Verfügung stehen, man halt auch viel schneller neue Methoden entwickeln kann und auch zeigen kann, dass die auch wirklich Mehrwert bringen, ob man den Mehrwert jetzt mag oder nicht. Ja? Und dadurch kriegt man natürlich dann auch ein ganz anderes Momentum, wenn man dann zeigen kann, hier, wir können direkt mit euren Daten was machen, dann ist auch wieder sozusagen viel mehr die Bereitschaft da jetzt auch weiterzugehen. Genau, es ist in China, scheint mir das auch staatsgelenkt zu sein zu einem großen Teil. In den USA ist natürlich eher aus der Industrie, die großen Konzerne, Google, Meta, Apple und so, die bringen das da sehr stark voran. Da hängen wir hier ein bisschen hinterher, aber ich persönlich würde trotzdem weder in China noch in den USA forschen wollen, ja, weil das natürlich auch teilweise sehr problematisch ist, diese Freiheit. Also ich würde mir eher wünschen, dass man in Europa da besser unterscheidet zwischen Situationen, wo Datenschutz wichtig ist, wo man ihn durchziehen muss, und Situationen, wo man es übertreibt. Also bestes Beispiel jetzt hier an der Universität gibt es ja viele Sozialwissenschaftler, die natürlich Umfragen und Studien machen. Und die können halt ganz viele Dinge, die in anderen Ländern möglich sind, dürfen die einfach nicht tun. Ja, also zum Beispiel, wir haben die Idee, wir würden gern, ich arbeite mit einer Kollegin zusammen, der Jutta Marta, die beschäftigt sich mit Gesundheitspsychologie und speziell Familienernährung, und die interessiert sich für Familienessen. Also essen Familien zusammen, was wird da geredet, wer entscheidet, was gegessen wird und so weiter. Und würde sozusagen alles dafür geben, wenn man das mitschneiden dürfte bei denen zu Hause, was da gesprochen wird. Aber es ist super schwer, dafür die Genehmigung zu kriegen, sowas zu tun. Mit teilweise absurden Argumenten. Ne? Das ging hin bis zu, ja, aber was ist denn, wenn der Paketbote klingelt und man den zufällig seine Stimme mit drauf hat? Und an der Stelle muss man was tun, ansonsten forsche ich sehr gerne in Deutschland. Ja. Also ja auch zum Thema, wenn jetzt jemand zuhören kann, also es ein Transkript geben würde von Familien am Familienesstisch, da gibt es ja eigentlich auch schon hier irgendwie die panische Angst, dass meine Siri oder meine Alexa ja sowieso schon zuhört. Das liegt ja auch in der Funktionalität, wenn man halt diese Funktion haben will, dass die auf Ansprache reagiert, dann muss sie halt mitschneiden. Ja, das Absurde daran finde ich,
dass viele Leute damit anscheinend kein Problem haben, dass die Siri mitschneidet. Aber wenn jetzt eine wissenschaftliche Studie gemacht werden soll, auf einmal großes Misstrauen da ist, was denn da mit den Daten passiert. Und eigentlich hätte ich gedacht, das sollte andersrum sein. Nochmal ganz kurz, um auf die Datenschutzmaßnahmen zurückzukommen. Gerade in der Zeit, wo die KI einfach fortschrittlich ganz weit vorne steht und die Entwicklungen immer rasanter voranschreiten, ist es da überhaupt möglich, diese Maßnahmen kontinuierlich einzuhalten? Man könnte zum Beispiel einfach keine KI mehr machen, ne? Das oder keine Daten analysieren, aber das ist natürlich nicht das, was du fragen wolltest. Man findet eigentlich fast immer einen Weg, es ist nur furchtbar mühsam. Ja, also was typischerweise eine Lösung ist, die man dann irgendwann genehmigt bekommt, ist, wenn die Verarbeitung tatsächlich auf einem Gerät lokal stattfindet. Ja, also wir müssten jetzt, also in diesem Szenario mit dem Familienessen, müssten wir die gesamte Verarbeitung auf dem Smartphone machen und dann nur aggregierte Informationen dann irgendwo an einen Server schicken. Also zum Beispiel nur, es wurde so und so oft wurde Fleisch erwähnt, so und so oft wurde Gemüse erwähnt. Ja, das wären Daten, die darf man dann woanders hinschicken. Alles andere müsste auf dem Gerät passieren. Und derjenige, von dem das aufgenommen wird, der muss natürlich sowieso erstmal zustimmen, dass es gemacht wird, das ist sowieso klar. Und der müsste auch eine Möglichkeit haben zu sagen, nee, die Daten werden jetzt nicht geschickt. Ja, bestes Beispiel, ich habe einen Riesenstreit in der Familie gerade am Tisch und man schreit sich an und beleidigt sich und sagt, nee, also das möchte ich jetzt nicht, dass das irgendjemand auswertet. Dann muss es halt die Möglichkeit geben zu sagen, nee, also heute schicken wir nicht. Dann man findet Lösungen oder auch, wir machen auch teilweise mit der Stadt Mannheim zusammen ein Projekt, wo es um Verkehrsplanung und Steuerung geht, wo wir versuchen vorherzusagen, Verkehr und auch sozusagen virtuelle Messpunkte einzurichten, dass man vorhersagt, wie viel Verkehr ist an einer bestimmten Stelle, wo man nicht direkt messen kann. So, und da ist halt die Lösung, oder die Stadt auch von sich aus schon gemacht hat, gibt es Verkehrskameras, die zählen Autos. Aber dieses Zählen die Auswertung, das passiert halt in der Kamera. Und es wird dann, die Kamera schickt dann nur noch 53 an den zentralen Server, also an die Datenplattform, wo das dann verarbeitet wird. Also es gibt immer Wege, aber sozusagen in die 3 Monate, die wir mit dem Datenschutz diskutieren, forschen die anderen halt schon weiter. Also aktuell ist der Hype halt besonders groß. Und ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die hier zusammenspielen. Das eine ist, wir sprechen ja jetzt über KI-Methoden, die halt dann besonders gut funktionieren, wenn man sehr viele Daten hat. Da sind wir gerade am Punkt, wo halt auch wirklich sehr viele Daten zur Verfügung stehen. Also gerade auch durch soziale Netze, durch die Digitalisierung von Bibliotheken, durch die Erfassung von Daten auch in Produktionsbetrieben, die immer mehr voranschreitet. Also ich glaube, das war einfach jetzt so ein Punkt, wo man einfach eine kritische Masse von Daten hatte, wo jetzt diese Methoden halt auf einmal wirklich ihre ganze Kraft ausspielen konnten. Das ist ein Aspekt. Dann der zweite Aspekt, dass ist ChatGPT jetzt wirklich auch diese Uridee von KI anspricht. Das fanden, glaube ich, viele Leute faszinierend, dass man jetzt mal diesen Turing-Test jetzt mal in echt machen kann. Wobei, es gab jahrzehntelang auch immer so eine Turing-Test-Challenge, wo man schon Chatbots einreichen konnte und da gab es auch schon sehr gute. Wenn KI von heute auf morgen einfach nicht mehr wäre, wie würde der Fortschritt dann wieder zurückgehen? Wie weit würde der Fortschritt speziell was Wirtschaft und Wissenschaft angeht, wie weit würde der da zurückgehen? Das ist wirklich schwer zu sagen. Ne? Also man kann darüber zu spekulieren, was wäre, wenn es nicht mehr gäbe. Es ist deutlich schwieriger, als zu spekulieren, wie es wäre, wenn es irgendwas geben würde. Ich sag mal, das ist so ein bisschen die Frage, wo fängt KI an, ja, und wo hört normale Informatik auf? Ja? Ich glaube, ich würde mich da schon schwer tun, zu sagen, was wäre alles weg, wenn es keine KI mehr gäbe. Ne? Das ist also ein lustiges Schlagwort, was man häufiger sagt, ist, wenn es funktioniert, ist es keine KI mehr. Ja? Und deswegen ist das, glaube ich, inzwischen sind Ideen aus dem KI-Bereich schon so durchdrungen, in verschiedenen Bereichen, dass wenn man jetzt das hart interpretieren würde, also das muss alles weg, was irgendwann mal inspiriert wurde von der KI, dann wird auch, glaube ich, in der Digitalisierung gar nicht mehr so viel funktionieren. Und wenn man es weich interpretiert und sagt, okay, wir machen jetzt kein Deep Learning mehr, ich glaube, da würde wir uns alle einmal schütteln und dann geht's weiter.
Es ist wirklich erstaunlich, wie weit wir mit KI gekommen sind. Und ein großes Dankeschön an dich, Heiner, dass du gekommen bist und uns aufschlussreiche Einblicke über die KI gegeben hast. Aber noch eine kleine abschließende Frage und wir würden dich um eine visionäre Antwort bitten. Ich bin gespannt. Wie sieht die Welt mit der KI im Jahre 2100 aus? Okay. Das ist schwierig. Das habe ich zwar gerade gesagt, es ist einfacher, so rumzumachen, aber so einfach ist es dann doch nicht. Ich glaube, um sich dem anzunähern, kann man ja mal überlegen, das ist jetzt so 75 Jahre in die Zukunft. Vielleicht denken wir erstmal 75 Jahre zurück. Ja, wo stand die KI da und wo sind wir heute? Ja, vor 75 Jahren, das war so 1950, da war die KI eine Idee. Ja, also da gab es keine Systeme, da gab es keine echten Anwendungen, sondern es war einfach eine Idee, dass Leute zusammensaßen und sich gedacht haben, Mensch, man müsste doch eigentlich das, was der Mensch kann, das müsste man doch jetzt irgendwie stärker dem Computer auch noch beibringen, um das noch viel besser zu machen. Also müsste man jetzt überlegen, was sind sozusagen so Ideen, wo die Leute jetzt sich überlegen, das wäre cool, wenn es das geben würde, aber wo wir noch lange nicht sind. Und jetzt, da fallen mir aber nur Sachen ein, wo entweder schon lange so eine Idee ist, also ich sag mal, diese Idee von humanoiden Robotern, ich meine, wird viel drüber diskutiert, aber das wird auch schon länger diskutiert. Also da war ich auch schon vor 20 Jahren bei Konferenzen, wo ein japanischer Professor gesagt hat, irgendwie 2050 schlägt irgendwie die Roboter-Fußballnationalmannschaft den Weltmeister. Und so, also das ist jetzt nicht mehr so visionär, also denke ich, ist das nicht für 2100. Dann wird viel geredet über diese Artificial General Intelligence, darüber wurde aber eigentlich schon immer geredet. Ja? Und wir sind jetzt vielleicht ein Schrittchen weiter, aber wir sind nicht da. Also ich finde es wirklich schwer, da jetzt was Konkretes zu sagen. Aber vielleicht müssen wir da alle nochmal drüber nachdenken, was gerade so die verrückteste Idee ist, die jemand sagt, wo wir noch lange nicht sind und die das Potenzial hat, großen Mehrwert zu stiften. Also da kann ich jetzt so direkt nicht sagen, aber dann genau drüber nachdenken. Und wenn sowas kommt, dann wäre das eine Option. Vielleicht ein kurzes Stichwort. Anfang des Jahres, ist glaube ich jetzt schon in Planung, die Apple Vision Pro. Die ist ja auch KI gestützt, unter anderem. Und es bewegt sich ja auch Richtung Gaming auch eher. Und ich sage das aus dem Grund, weil es ja schon vor Jahren Ansätze darüber gab, Neurologie mit Virtual Reality zu kombinieren und neue Welten zu schaffen und wie der Mensch die Umgebung wahrnimmt in neuen Räumen, virtuellen Räumen. Vielleicht wäre das so ein Ansatz, wo man hingehen könnte? Ja. Ich meine, das ist ja aber auch eine Idee, die ist ja auch nicht so neu. Ne? Das Virtual Reality, das gibt es ja auch schon lange. Also da sehe ich natürlich sinnvolle Anwendungen in Spezialfällen. Na gut, aber das ist bei der KI auch so. Ne? Man hat sich vorgenommen, wir machen das für alles und am Ende stellt sich raus, okay, es gibt so ein paar Bereiche, da kann man wirklich Mehrwert schaffen. Und insgesamt ist man aber noch nicht an dem Punkt, wo jetzt alles geht. Und vielleicht ist das sowas, also tatsächlich, ich mag das weder noch, finde ich es besonders hilfreich, so diese Idee von, dass man sich eine KI einpflanzt und die einen direkt unterstützt. Also das wäre zumindest mal ein Kandidat für sowas. Ja? Also ich kann jetzt nicht sagen, das ist es oder das ist es nicht. Aber genau, aber das wäre so eine verrückte Idee, wo man sagt, also das sind wir aber noch lange nicht. Aber das, keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, da würde ich jeden inspirieren wollen, darüber nachzudenken, was sind diese verrückten Ideen, die wirklich Sachen wirklich ändern, aber wo jetzt noch nicht abzusehen ist, dass das in nächster Zeit funktioniert. Das sind die Kandidaten. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass du da warst, Heiner. Hat uns sehr gefreut, war ein sehr tolles Gespräch mit dir. Das war der Science Pod, wo Wissenschaft auf Gesellschaft trifft. Ein wissenschaftlicher Podcast vom ComLab Transformer Mannheim. Folgt uns gerne auf den Plattformen Instagram, wir sind auch bald auf YouTube und bleibt gespannt und schaut gerne auch bei der nächsten Folge wieder vorbei.